In den folgenden Minuten zeige ich euch, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln und Techniken äußerst realistische Verwitterungseffekte auf eure Geländestücke zaubert. Und zwar am Beispiel meines futuristischen Außenpostens. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Übrigens, wer den vorherigen Teil rund um den Bau des Sci-Fi Outposts verpasst hat, findet den Link entweder oben rechts als Infokarte oder in der Videobeschreibung. Bevor es mit der Bemalung losgeht, noch ein paar optionale Gestaltungstipps. Mit den im vorherigen Teil zugeschnittenen Platten kann beispielsweise noch von außen das eine Ende der Raumschiffturbine verkleidet werden. Außerdem wurden diese Kanten ja quasi vom Rest des Raumschiffs abgetrennt, entsprechend machen dort glatte Schnittkanten keinen Sinn. Zupft daher zum Beispiel den Hartschaum mit euren Fingern oder einer Zange ab, um eine geborstene Oberfläche zu erhalten. Dann die Platten versetzt zurechtschneiden und von außen ankleben. Fertig! Wer dann noch mag, kann von den Reststücken aus dem vorherigen Teil ebenfalls noch gebogene Platten abschneiden und diese von innen ankleben. Ich lasse meinen Außenposten aber nun so, wie er ist. Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit sind Rohre aus Trinkhalmen, die zum Beispiel zwischen zwei Ringe geklebt werden. Ich habe hier noch Trinkhalme aus Plastik, daher raue ich die Außenseiten kurz mit feinem Schleifpapier an, damit die Farbe besser hält. Ich trage nacheinander zwei dünne Schichten dunkelgrau auf und stelle die Halme dann jeweils zum Trocknen senkrecht ab. Anschließend gebe ich einen schwarzen und braunen Wash für einen Nasse-Nass-Verlauf drüber und lege die Halme dann zum Trocknen flach hin, damit die Washes außen herunterlaufen können. Verbastelt werden die Halme aber erst später. Denn jetzt widmen wir uns erstmal dem eigentlichen Geländestück. Nehmt ein helles Grau und bemalt damit die Außenseiten. Wie üblich wird dabei die Acrylfarbe ein wenig mit Wasser verdünnt und etwas Holzleim beigemischt, um die Hartschaumoberfläche zu festigen. Für die Innenseiten nehmt ein dunkleres Grau oder dunkelt eure vorherige Farbe einfach mit ein wenig Schwarz oder Dunkelbraun ab. Nach dem Trocknen werden ein schwarzer und ein brauner Wash für einen Nass-in-Nass-Verlauf aufgetragen. Ich nehme selbst angemischte Washes aus meinem entsprechenden Tutorial, aber ihr könnt natürlich auch fertige Washes von Vallejo oder Games Workshop verwenden. Ein genereller Tipp: Damit die Washes auf großen Flächen keine hässlichen Trocknungsränder hinterlassen, feuchte die Flächen vorher ein wenig mit Wasser aus einem Pumpzerstäuber an. So habt ihr dann mehr Zeit, die Washes aufzutragen. Sobald ihr fertig seid, tupft in die feuchten Flächen kleinere Washmengen, um Schlieren und weitere Verläufe zu erzeugen. Das könnt ihr entweder ganz gezielt an zum Beispiel Ecken und Kanten machen, wo sich normalerweise Dreck sammeln und herunterlaufen würde. Oder einfach chaotisch hier und da. Auch erneutes Anfeuchten mit dem Pumpzerstäuber und senkrechtes Wischen mit dem Pinsel kann zu tollen Effekten führen. Probiert einfach ein wenig herum, denn wenn euch eine Stelle nicht gefällt, feuchtet sie einfach wieder an und tupft die beiden Washes erneut für einen Nass-in-Nass-Verlauf drauf. Nehmt euch nach dem Trocknen zwei unterschiedliche Brauntöne, um alten Rost und Dreck darzustellen. Verwendet dafür ein rundliches Schaumstoffstück, gebt etwas Farbe drauf, tupft das meiste wieder auf einem Küchentuch ab, um mit der Restfarbe zufällige kleine Schmutzflecken aufs Modell zu bringen. Durch senkrechtes Wischen könnt ihr hierbei auch Schlieren erzeugen. Ist total einfach und sieht zudem richtig gut aus. Für die Ecken und Winkel schneidet euch am besten ein keilförmiges Schaumstoffstück zurecht. Kürzt anschließend die bemalten Trinkhalme auf die entsprechenden Maße an eurem Modell und klebt sie auf. Danach könnt ihr das Geländestück noch ganz vorsichtig mit einem hellgrau und oder Sandton trockenbürsten. Allerdings am besten nur die Kanten, um nicht die Schlieren und Farbverläufe zu überdecken. Um nun noch ganz nach Geschmack verrostete Oberflächen auf vor allem den geborstenen Flächen zu erzeugen, nehme ich der Einfachheit halber eine entsprechende Strukturpaste. Ihr könnt aber auch Sekundenkleber und Backpulver oder Natron verwenden. Sowas ist auch immer super, um misslungene Stellen zu kaschieren. Zum Abschluss folgen dann noch optional ein paar weitere Washes und Rosteffekte. Ich nehme der Einfachheit halber nur diese Washes von Vallejo, feuchte den Untergrund an, um die Washes dann einzeln oder für Nasse-Nass-Verläufe hineinzutupfen. Und danach wäre dieser Sci-Fi-Außenposten dann auch schon spielbereit. Wie ihr seht, sind realistische Verwitterungen auch mit wenigen Farben und ganz einfachen Techniken möglich.
Viel Spaß euch beim Nachmalen, Korrodieren und Verwittern. Und wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann.